Ich bin die Angelika und das ist mein Mann, der Maron. Wir sind seit 5 Jahren verheiratet und leben hier in Jerusalem und dienen Gott hier von ganzem Herzen. Hello, my name is Maron. Hallo, mein Name ist Maron. I am from Jerusalem. Ich bin hier von Jerusalem. I'm living in the old city. Ich lebe in der Altstadt. I'm serving the Lord here in Jerusalem Und ich diene dem Herrn hier in Jerusalem as an evangelist. als ein Evangelist. And I will share my testimony later. Und ich werde euch mein Zeugnis später erzählen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und von klein auf hat man bei uns die Bibel gelesen und hat von Jesus gehört. Und es war meinen Eltern immer sehr wichtig, dass uns vermittelt wurde, dass Gott uns lieb hat. Und wie ich ein Kind war und auch ein Teenager war, habe ich immer Gott nachgefolgt und habe versucht, seinen Willen zu tun. Aber es ist mir immer schwer erschienen, Gott zu erreichen. Es war für mich immer so gewesen, als ob ich es erarbeiten müsste, dass Gott mich liebt. Und als ich dann so 17, 18 Jahre alt war, da habe ich mich entschlossen, meine eigenen Wege zu gehen und das zu machen, was ich gerne wollte. Und ich habe dann einen jungen Mann kennengelernt und habe mich mit ihm befreundet. Und die nächsten 3 Jahre habe ich wirklich das gemacht, was ich wollte und habe einfach das Leben in der Welt genossen. Aber nach 3 Jahren ist diese Freundschaft auseinandergegangen. Und das war für mich sehr, sehr schwierig gewesen. Und es war für mich ein regelrechter Zerbruch gewesen. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, was hat Gott wirklich mit meinem Leben vor? Was ist sein Plan für mich? Damals als Kind, wie ich in meinem Elternhaus gewesen bin, da haben mich meine Eltern immer gelehrt, Israel zu segnen. Und somit hatte ich auch eine Liebe für Israel entwickelt. Als diese Freundschaft auseinanderging und ich so am Boden war, fragte ich Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Und wenig später sagte Gott zu mir, dass ich hinausgehen sollte, um ihm zu dienen. Er schickte mich in die arabische Welt. Nicht in irgendein arabisches Land, sondern nach Israel, in das Land, das ich schon als kleines Kind immer gesegnet hatte und das ich immer liebte. Heute lebe ich mit meinem Mann hier und diene unter den Arabern. Das wäre der Weg, den Gott für mich hatte. Ich liebe die Juden, ich liebe das jüdische Volk, aber ich weiß auch, dass Gott das arabische Volk benutzt, um die Juden zu ihm zu führen. Ein interessanter Faktor in unserer Ehe und in unserem Leben hier in Israel ist auch der, dass meine Tante vor über 30 Jahren einen Juden geheiratet hat und sie ist dann zusammen mit ihrem Mann hier nach Israel gezogen. So bin ich immer als kleines Kind hierher gekommen und habe meinen Urlaub bei meiner jüdischen Verwandtschaft gemacht. Ich habe alle Feste, die kulturellen Höhepunkte miterlebt, den Schabbat mit ihnen gefeiert und so hatte ich immer ein ganz offenes Herz und eine große Liebe für das jüdische Volk. Daher war es für mich umso interessanter, als mich Gott zu den Arabern schickte. Aber ich glaube, genau das war sein Plan gewesen, diese Brücke zu schlagen zwischen Juden und Arabern. Wenn wir uns heute miteinander treffen, mein Mann, der Araber und ich mit meiner jüdischen Familie, dann muss ich sagen, dass Gott und Jesus wirklich eine Brücke der Verbindung geschlagen hat. Wir treffen uns, wir reden miteinander, wir haben wunderbare Beziehungen und Gemeinschaft. Meine jüdische Familie ist tief beeindruckt, dass sie mit einem Araber von Herz zu Herz reden können, mit ihm über Gott zu reden und von ihm zu erfahren, was Gott in seinem Leben getan hat. Das ist eine große Bereicherung. Das ist für uns auch ein Ziel, dass wir Juden und Araber miteinander vereinen. Ein Schwerpunkt in unserer Arbeit ist es auch, messianische Gemeinden zu besuchen, in messianischen Gemeinden zu predigen und auch in unsere arabische Gemeinde in der Altstadt und in Ostjerusalem messianisch-jüdische Prediger einzuladen. Es ist für uns wichtig, die beiden Völker und die Gläubigen an den einen Herrn Jesus miteinander zu vereinen. I want to share my testimony. Ich möchte mit Ihnen mein Zeugnis teilen, How I gave my life to Jesus Christ. wie ich mein Leben Jesus gegeben habe. Before 9 years, I was a drug addict. Vor 9 Jahren war ich ein Drogenabhängiger.
And I was using all the kinds of the drugs. Und ich habe alle Arten von Drogen benutzt. Until I met somebody. Bis ich jemanden traf, He said for me, if you want to be changed, der zu mir sagte, wenn du ein Leben in Veränderung haben you möchtest, can go to the house that you can do a program that you will be set free from the drugs. dann kannst du in ein Rehabilitationszentrum gehen, wo du frei wirst von Drogen. I said for him, I don't need that. Und dann habe ich ihm geantwortet, das brauche ich nicht. But something inside me Aber etwas in mir, was pushing me to go to this house. das hat mich getrieben, dort in dieses Haus zu gehen. And this house is called the House of Victory Und dieses Haus heißt das Haus des Sieges. in Haifa. Das ist in Haifa. So after 1 week, Nach einer Woche I decided to go to the House of Victory. habe ich mich entschieden, in das Haus des Sieges zu gehen. When I arrived there, Als ich dort ankam, I was sitting in the couch, da bin ich auf dem Sofa gesessen and the people, they were praying there. und die Leute haben dort für mich gebetet. And somebody came to me, Und dann kam jemand zu mir and he was praying for me. und er hat für mich gebetet. I was wondering what he's doing, this guy. Ich habe mir gedacht, was macht er denn? He was praying and he was crying also. Er hat nicht nur gebetet, sondern er hat auch dabei geweint. And he was praying like that. Und er hat ungefähr so gebetet. God set this guy free from the drugs. Herr, setze diesen Mann frei von Drogen. God, I'm ready to go to the hell, but this person be free from the drugs. Herr, ich bin bereit, für ihn in die Hölle zu gehen, wenn er von Drogen frei wird. And this guy, he was crying and crying. Und dieser Mann hat geweint für mich. I was wondering what's going on. Und ich habe mich nur gewundert. Why this person is crying? Warum weint dieser Mann? And I saw the love that this person he has for me. Und ich sah die Liebe, die dieser Mann für mich hatte. And you know, in that time, it was a hatred in my heart against the Jewish. Und in dieser Zeit gab es einen großen Hass in meinem Herzen gegen die Juden. Because my family, they told me that they stolen my land. Denn meine Familie hatte immer zu mir gesagt, dass die Juden mein Land gestohlen And it was hätten. a bitterness in my heart. Und es war eine Bitterkeit in meinem Herzen. And it was hatred also in my heart. Und es war auch Hass in meinem Herzen. And when this person, he was praying for Und me, als dieser Mann für mich betete and he was crying to me, und weinte he was crying and crying, und weinte und and weinte asking God to set me free. und darum bat, dass Gott mich I freisetze. discovered this guy, he's a Jewish. Und dann habe ich herausgefunden, dass dieser Mann ein Jude I war. was wondering Und dann habe ich mich gewundert, what kind of love this guy he has for me. was für eine unglaubliche Liebe dieser Mann für mich And the hatte. Lord started to heal my heart Und so hat der Herr angefangen, mein Herz zu heilen. from the bitterness, Von der Bitterkeit, from the hatred vom Hass against the Jewish. gegen die Juden. And I started to cry, Und dann habe ich angefangen zu weinen. God forgive me. Herr, vergib mir, If I have a hatred, wenn ich Hass in meinem Herzen or if hatte I have a bitterness oder Bitterkeit against the Jewish. gegen die Juden. Slowly, Langsam, the langsam Lord started to work in my life. hat der Herr angefangen, in meinem Leben zu arbeiten. I remember when I was in the house, Ich erinnerte mich, als ich in dem Therapiehaus I war. was laying in the bed. Da bin ich auf dem Bett gelegen. I saw like a vision. Da habe ich eine Vision gesehen. That's when I was sleeping, Und da habe ich geschlafen and there is something over my body, heavy thing, und es war eine ganz schwere Last auf meinem Körper, over my breast, auf meiner Brust. and I felt that this thing, it's killing me. Und ich habe gespürt, dass dieser Druck mich umbringt. And I felt that I'm dying. Und ich hatte das Gefühl, als ob ich sterben And würde. I was shouting, Und ich habe geschrien, is there anybody who can help me? ob mir irgendjemand helfen kann. There were somebody in front of me Und da war jemand vor mir, who's also in this house, der war auch in diesem Haus. who's doing the program. Der hat auch das Programm gemacht. I was shouting to Und him, da habe ich zu ihm gerufen, help me, hilf mir, help me. hilf mir. And he was laughing. Und er hat nur gelacht. Then I saw the director of the house, Und dann habe ich den Direktor des Hauses and I was gesehen. asking him to help me. Und dann habe ich ihn gebeten, mir Be- zu helfen. because I felt this thing, it's very heavy. Denn ich fühlte diesen Druck auf And mir. this thing, it's killing me. Und ich spürte, dieser Druck, der bringt mich And um. the director of the house, Und der Direktor dieses Hauses, he stretched his hand like that. der hat seine Hände hoffnungslos And he said, ausgestreckt. I cannot do Ich anything kann for nichts you. für dich tun, hat er gesagt. But I felt there is something inside me. Aber ich spürte, dass da etwas in mir war. I felt a voice inside of me Ich spürte eine Stimme, die zu mir is sagte, telling me to call Jesus. und diese Stimme sagte mir, rufe Jesus an. And I was shouting, Jesus, Und so habe ich gerufen, Jesus. Jesus, Jesus, help me. hilf mir. Then this heavy thing left me. Und dann ist dieser schwere Druck verschwunden. And I felt that there is a wind
entered to my room, Und ich habe gespürt, wie ein Wind durch mein Zimmer geweht and I hat. felt the joy, Und eine Freude ist in and mich the peace. gekommen. Und der Friede. and I was very happy. Und ich war unglaublich And glücklich. then I heard the voice. Und dann hörte ich eine Stimme He said for me, und er sagte zu mir, you are free now. jetzt bist du frei. You are free now. Jetzt bist du frei. I just remember the verse saying, Und ich erinnere mich an den Bibelvers, der sagt, if the Son set you free, wenn der Sohn dich freisetzt, you will free indeed. dann bist du wirklich frei. Nobody can set anybody free. Niemand kann jemand freisetzen. Not my family can set me free from the drugs. Auch meine Familie konnte mich nicht von Drogen Even my freisetzen. church, Auch nicht meine even my Gemeinde. pastor. Auch nicht der Pastor. Nobody can set me free. Niemand kann mich But just freisetzen. one can set me free. Aber einer kann mich One freisetzen. can set you free. Und einer kann dich His freisetzen. name Jesus Und Christ. dieser Name ist He is Jesus the Lord of Christus. Lords. Er ist der Herr der Herren, He is the King of der Kings. König der Könige. And He's control in everything. Und er hat die Kontrolle über alles. Then, after 1 year, Nach einem Jahr I left the program bin ich aus dem Therapieprogramm entlassen worden and I went to the Bible college und ich bin auf das Bible College and I studied the Bible there. und dort habe ich die Bibel studiert. After I finished my Bible college, Und nachdem ich das Bible College beendet hatte, I came to Israel, to Jerusalem, I mean, bin ich zurück nach Jerusalem and I started to serve the Lord among the people, among the drug addicts. und dann habe ich begonnen, den Herrn unter den Drogenabhängigen zu dienen. Slowly, slowly, the Lord started to do things in our country, Langsam, langsam hat der Herr Dinge in unserem Land verändert, especially in the old city. besonders in der Altstadt. And many people, they start to come to the Lord. Und viele Menschen sind zum Herrn gekommen. And the Lord started to do things in the hearts of the people. Und der Herr hat angefangen, die Herzen der Menschen zu verändern. Now we have a big church in the old city, Jetzt haben wir eine große Gemeinde in der Altstadt and we have many people, they are coming to the church. und wir haben viele Menschen, die in die Gemeinde kommen. Most of them, they were drug addicts. Viele von ihnen waren früher Drogenabhängige And thanks God what He's doing now. und wir danken Gott, was er alles tut. And also I'm serving the Lord with the Campus Crusade. Auch diene ich dem Herrn durch die Organisation Campus für Christus I'm going from place to place und ich gehe von Ort zu Ort, to share the gospel with the people, um das Evangelium mit den Menschen zu teilen, especially among the other religious. besonders unter den anderen Religionsarten. And many of them, they are coming to the Lord. Und viele von ihnen kommen zum Herrn. And I'm serving the Lord in one of the village called, one of the city called Jericho Und eine dieser Dörfer, wo ich diene, heißt Jericho. as evangelist. Und dort bin ich als Evangelist I'm sharing the unterwegs. word of the Lord there. Und ich gebe dort das Wort des Herrn weiter. And many people, they are coming to the Lord, Und viele Menschen kommen zum Herrn. and we are giving them Bible study. Und wir geben ihnen ein Bibelstudium. We have about 110 Wir haben ungefähr 110 who's coming always to hear the gospel and the 110 word of the Menschen, Lord. die regelmäßig kommen, um das Wort des Herrn zu hören. And also the Lord is doing miracles there. Und der Herr tut dort auch Wunder. People free from many kinds of bandages, Menschen werden dort freigesetzt von allerlei Arten von Bindungen, magics, von Magie, omens. von Schwüren. And the Lord is also healing people. Und der Herr heilt Menschen. I can share a lot of testimonies what the Lord is doing there. Ich könnte viele Zeugnisse berichten, was der Herr dort alles tut. I can say also that Muslims, they are coming to the Lord. Es kommen auch Moslems zum Gott. I remember one guy, Ich erinnere mich an einen Mann I was asking him why you want to be Christian. und ich habe ihn gefragt, warum möchtest du ein Christ Maybe werden? you have any benefit. Vielleicht hast du davon irgendeinen Maybe you Vorteil. love a Christian woman because that you want to be Christian. Vielleicht hast du dich in eine christliche Frau verliebt und deswegen möchtest du Christ Or werden. because you want to fly to United States. Oder vielleicht, weil du nach Amerika fliegen He möchtest. said, no, I don't want to go to United States. Dann hat er gesagt, nein, ich möchte nicht nach Amerika. I'm a married man. Ich bin ein verheirateter Mann. So I asked him why you want to be Christian. Dann habe ich ihn gefragt, warum möchtest du ein Christ werden? He answered to me, Und die Antwort war, because I found the love denn ich habe die Liebe gefunden and I found the hope. und die Hoffnung gefunden, I cannot find it somewhere else. die ich nirgendwo anders finden kann. And there is a lot of testimonies. Und es gibt viele andere There Zeugnisse. is somebody Es gibt jemanden, who is a really fanatic, der war fanatisch. and he was also a man, you can call him, he's a religious man. Du kannst sagen, er war ein tiefst religiöser Mann. And one day he called me
Und eines Tages hat er mich and he angerufen said for me, I want to sit with you. und er hat zu mir gesagt, ich möchte mit dir zusammensitzen. So I went. Und dann bin ich zu ihm When I saw him und als ich ihn sah and I saw his face und sein Gesicht gesehen with habe, his beard mit seinem langen and with Bart mustache, und seinem I Bart, was afraid. da bin ich erschrocken. And I was asking God, what I can share with this guy? Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich diesem Mann erzählen? God, this person is a fanatic. Dieser Moslem ist fanatisch. He's radical in his faith. Er ist ein Radikaler in seiner Religion. And God, he said for me, Und Gott sagte zu mir, share about my love. teile ihm von meiner Liebe mit. Tell him that I love him very much. Sag ihm, wie sehr ich ihn liebe. Tell him that he's unique for me. Sage ihm, dass er für mich ganz besonders ist. And I told him that. Und das habe ich ihm erzählt. I said for him that God love you. Und ich habe zu ihm gesagt, Gott liebt dich. He said for me, what? Und er hat zu mir gesagt, was? God loves me? Gott liebt mich? I am nothing. Ich bin nichts. I am just a slave. Ich bin nur ein Sklave. And I said, no, you are unique for God. Nein, habe ich zu ihm gesagt, du bist ganz besonders und einzigartig für And Gott. God loves you. Und Gott liebt dich. When I told him that God, he loves you, Als ich ihm erzählte, dass Gott ihn liebt, you know, in the Quran it's not written that God is love. wisst ihr, im Koran steht nicht geschrieben, dass Gott Liebe ist. What is written about God is something different. Es steht etwas ganz anderes über Gott dort geschrieben. But in the Bible, Aber in der Bibel, it's written that God is love. aber in der Bibel steht geschrieben, dass Gott die When Liebe I was ist. sharing with him about that, Und als ich ihm das erzählte, he received it da hat er es empfangen. and he accepted it for him. Und das hat er für sich selber angenommen. And then I start to meet this guy Und dann habe ich angefangen, ihn regelmäßig zu week after treffen, week nach Woche, until one day bis eines Tages I was sharing with him the full gospel. habe ich ihm dann das ganze Evangelium erzählt. And this guy, he gave his life to Jesus Und Christ. dieser Mann hat sein Leben Jesus übergeben. And he's now studying the Bible Und jetzt studiert er die Bibel in the Bible college. im Bibelcollege. And I believe that one day he will be a great man of God. Und ich weiß, dass er eines Tages ein großartiger Mann Gottes sein wird. But let me to tell you something. Aber lasst mich Ihnen etwas sagen. Don't forget Paul. Vergesst nicht Paulus. Before he met Jesus Christ, Denn bevor er Jesus traf, he was a difficult man. da war er ein ganz schwieriger Mann. He put many people in the prison. Er hat viele Gläubige ins Gefängnis geschickt. He was pleased when Stephen was killed. Er hat sich sogar darüber gefreut, als Stephanus ermordet wurde. But the Lord touched his life Aber der Herr hat sein Leben berührt. and he became a great man of God Und er wurde ein großartiger Mann Gottes, to carry the Bible from nation to nation. um die Bibel von Nation zu Nation zu I tragen. believe nothing is impossible for God. Ich glaube, dass nichts für Gott unmöglich ist. Everything is possible for God. Alles ist möglich für ihn. This person Diese Person, that the people they think it's difficult that can be changed. die denken, dass es schwierig ist, dass ein Mensch verändert wird. For God, for God, it's easy to change him. Für Gott ist es ganz einfach, ihn zu verändern. If he is terrorist, Selbst wenn er ein if Terrorist he is a ist, killer, wenn er ein Mörder ist, if he is from different activities, wenn er von andersartigen Aktivitäten God kommt, can change this guy. dann kann Gott ihn verändern. God can change this guy. Gott kann ihn verändern. I'm doing the will of God. Ich tue den Willen Gottes. It doesn't matter for me what's going on. Es macht mir nichts aus, was um mich herum geschieht. It's not my problem about the political situation. Die politische Situation ist für mich kein großes Problem. What's the important thing for me? Das Wichtigste für mich ist, To please God. Gott zu gefallen. Dadurch, dass mein Mann und ich auf der jüdischen Seite leben, genießen wir natürlich auch sehr viele Privilegien, die die Araber in der Westbank nicht genießen können. Das erleben wir oft, wenn wir Marons Familie besuchen, die in der Westbank lebt. Und dann sieht man schon die großen Unterschiede und auch die Schwierigkeiten, die auch christliche Araber erleben, wenn sie in der Westbank wohnen. Wenn wir zum Beispiel Marons Schwester besuchen, dann müssen wir erst einmal durch den Checkpoint durch. Wir müssen einige Stunden manchmal anstehen, um überhaupt durchzukommen. Und es ist ein großes Risiko, rein und rauszukommen. Die Kinder von der Schwester von Maron sind alles fähige junge Männer, die an der Bibelschule studiert haben, die eine musikalische Ausbildung haben. Aber seit die Intifada begonnen hat, ist es leider unmöglich für sie, eine Arbeit zu bekommen oder die Westbank zu verlassen. You want to continue? You stop it? No, you can. Okay. Continue.
We have here in this country, Hier in diesem Land, among the Arabs, I mean, unter den Arabern spreche ich jetzt, two kind of ID. da haben wir zwei verschiedene Arten von ID-Karte. The first kind of ID, Die erste ID-Karte it's ist, for the West Bank, the people who's living in the West das Bank. sind die, die in der Westbank leben. And the second kind of ID, Und die zweite Art der the ID-Karte, people who's living in the old city in Jerusalem. das sind die Leute, die in Ostjerusalem oder in der Altstadt For wohnen. the people who has the ID in Jerusalem in the old city, Für die Leute, die hier in Ostjerusalem und in der Altstadt leben, they can move everywhere. die können sich überall They bewegen. can enter to the West Bank. Die können in die Westbank They gehen, can come outside of the West die Bank. können rein und raus They gehen, can work any kind of jobs. sie können jegliche Art von Arbeit There is no bekommen. problem with that. Da gibt es keine Probleme. But the people who's living in the West Bank, Aber die Menschen, die in der Westbank leben, they have a problem die haben Probleme. because they cannot go outside of the West Denn Bank sie können nicht aus der Westbank herauskommen, without permission. ohne Genehmigung. I have a family who's living in Bethlehem, Meine Familie lebt in Bethlehem and my family, they are suffering very much from und that. meine Familie leidet sehr darunter. They want to go to work. Sie wollen arbeiten gehen, They want to have a life, sie wollen leben, but they cannot aber sie können es nicht. because there is no work inside of the West Bank. Denn es gibt keine Arbeit innerhalb There der is no Westbank. business in the West Bank. Es gibt keine Geschäfte innerhalb der So Westbank. sometimes they are escaping from the West Bank to go to somewhere else to work. Und sie gehen aus der Westbank heraus, nur um eine Arbeit irgendwo zu suchen. But this is illegal. Aber das ist illegal. If the army or the soldiers, Wenn die Soldaten oder they die catch Army sie dabei erwischen, they bring them back. dann werden sie sofort zurückgebracht. And for them it's very difficult. Und es ist sehr schwierig. For this case, Und in diesem Fall who's living in the West Bank, gibt es viele Menschen in der Westbank, they are leaving the West Bank to outside of this country. die aus der Westbank herausgehen und in ein anderes Land ziehen wollen. For example, I have a sister Zum Beispiel meine Schwester. that her husband he was suffering from that. Der Ehemann hat sehr darunter gelitten, keine Arbeit zu They haben. didn't have money, Kein Geld, they didn't have food. kein Essen. The situation is very bad. Die Situation war sehr schlecht. So they decide to leave this country to go to another country Und sie haben sich entschlossen, auszuwandern, to work, um dort Arbeit zu bekommen, to have a life. leben zu können. And this is a big problem. Und das ist ein großes And there Problem. is no solution through that. Und es gibt keine Lösung. But the solution I can say only through Jesus Christ. Aber ich denke, die einzige Lösung ist durch Jesus That's to give Christus, everything to God. dass wir alles an Gott abgeben. And I believe that God, He will change everything. Und ich glaube, dass Gott alles verändern wird. I believe Ich glaube, the people who's living in the West Bank, dass die Menschen, die in der Westbank wohnen, if they have the freedom, wenn sie die Freiheit and hätten if you are asking them now, und wenn du sie heute fragst, which nation they want to be under control. I mean, und unter welcher Nation sie leben wollen, I believe that most of them they will ask Israeli. die meisten werden ihnen antworten, dass es Israel sein wird, That Israel dass sie unter israelischer Herrschaft have leben authority wollen, in the West Bank. dass Israel die Autorität in der Westbank hat. And if we ask why, Und wenn man sie fragt, wieso, because they are giving them the permission denn sie geben ihnen die Freiheit, that they can work, arbeiten zu that können, they can have a life. dass sie leben können. And I believe that. Und das glaube ich. Ich glaube, dass die Mehrheit der jungen Bevölkerung gerne unter israelischer Herrschaft leben möchte, weil es für sie bedeuten würde, dass sie leben können, Freiheit haben. Aber natürlich braucht man auch eine Herzenseinstellung dazu. Es reicht nicht nur zu sagen, ja, ich möchte unter dieser Regierung leben, weil es mir dann besser geht, sondern man muss auch die Herzenseinstellung haben, dass man sagt, ja, ich stehe hinter Israel. Ich möchte diese Menschen lieben. Ich glaube, sonst wäre es kein guter Gedanke, dass die Araber unter israelischer Herrschaft leben. Es muss eine Herzensveränderung stattfinden und das geschieht bei einigen, aber ich denke, dass wir mehr noch dafür beten müssen, dass die Araber auch wirklich ein Herz für Israel und für die Juden bekommen. What I want to say, Was ich sagen möchte, that the people also in the West Bank, they are not just only suffering, dass die Menschen in der Westbank nicht nur leiden, but they have a real problem. aber sie haben auch ein echtes Problem. If you are visiting the houses there, Wenn du die Häuser dort besuchst, you will see a lot of people who has a need.
dann siehst du sie in großer Not. If you are open, for example, the refrigerators, Wenn du zum Beispiel den Kühlschrank öffnest, you will not find the food. dann wirst du kein Essen darin And finden. if you are asking yourself why, Und wenn du dich fragst, wieso, because they cannot go outside of the West Bank. dann ist die Antwort, weil sie nicht aus der Westbank herausgehen können, They cannot work. weil sie nicht arbeiten And if können. they want to go outside of the West Bank, Und wenn sie rausgehen wollen, they must to go first to take a permission from the government dann müssen sie erst eine Genehmigung der Regierung that bekommen, they allow for them to go. die ihnen erlaubt, And if hinauszugehen. the government, they want to give them a permission, Und wenn die Regierung ihnen die Erlaubnis gibt, they are giving them only just for a period of time, dann geben sie ihnen nur eine kurze Zeit. maybe just for 2 months or 3 months, Vielleicht 2 oder 3 Monate, no more. nicht mehr. And that is not enough for them. Und das ist nicht genug für sie. So they want to live. Sie wollen leben So they cannot live with this small amount of money. und sie können nicht mit diesem kleinen Betrag an Geld leben. And when I was visiting my family Und als the ich meine last time, Familie das letzte Mal besuchte and I was speaking with them, und mich mit ihnen unterhielt, and they said for me, Maron, we don't know what we can do. dann haben sie zu mir gesagt, Maron, wir wissen nicht, was wir machen sollen. What we are thinking now to leave this country to go to another Wir country. überlegen uns auszuwandern. You know, our children are not working, Unsere Kinder arbeiten nicht and my husband is not working, und mein Mann arbeitet and it's nicht. difficult for us. Und es ist sehr schwierig für uns. And I know it's very difficult. Und ich weiß, dass es sehr schwierig ist. What I can say in the end, Was ich zum Schluss sagen möchte, that's who can bring a peace? wer kann den Frieden bringen? Only just the Prince of the Peace, Nur der König des Friedens. Jesus Christ. Und das ist Jesus He Christus. can bring peace. Er kann den Frieden He bringen. can heal the hearts of the people. Und er kann die Herzen der Menschen He heilen. can take the bitterness and the hatred in the heart of the people. Er kann die Bitterkeit und den Hass wegnehmen. And he just only can put the love in the hearts of the Und er people. kann die Liebe in die Herzen I bringen. believe that Jesus Christ, he can bring the Jewish and the Arabs Ich glaube daran, dass Gott die Juden und die Araber zusammenbringt. together, Zusammen. that they can live together, Dass sie zusammenleben that they können. can love each other. Dass sie sich lieben. I just remember what Jesus Christ, he was praying in John chapter 17. Und im Johannes Kapitel 17 sagt Jesus, His desire before to go to the cross, er geht zum Kreuz that's everybody to be one as he and und his Father sein one. Wunsch ist es, dass jeder eins wird, wie er und sein Vater eins sind. And this is the desire of Jesus Christ. Und das ist der Wunsch Jesu. And it's still the desire of Jesus Und Christ. das ist immer noch der Wunsch Jesu. That's everybody to be one. Dass wir alle eins sind. Doesn't matter Das macht nichts, if it's Arabs ob es Araber or sind Jewish oder Juden or it's from Ethiopia oder von or Äthiopien from Russia. oder von Russland. Jesus Christ, he wants to bring all of us Jesus möchte alle vereinen and to be under his umbrella. und unter seiner Schirmherrschaft And zu I just sein. remember the verse that say Und ich erinnere mich an den Vers, der sagt, there is no difference es gibt keinen Unterschied between Jewish and Gentiles, zwischen Juden und Heiden, between slave and a master, zwischen Sklaven und dem Herrn, between man and woman. zwischen Mann und Frau. All of them Alle one in Jesus Christ. sind eins in Jesus. And Wir freuen uns, Ihnen das Lied vom himmlischen Vater jetzt als CD anbieten zu können. Bestellen Sie unter www.joymusicvideo.de. Ebenso gibt es jetzt eine CD von United IC. Vielleicht haben Sie schon lange darauf gewartet, auch bei uns zu bestellen. Leidet Ihr Kind unter Angst? Kann es abends nicht einschlafen? Testen Sie unsere neuesten CDs